Yo Leute, was geht? Heute geht es darum, wie ihr eintönige und langweilige Character Designs vermeiden könnt. Und das Ganze machen wir mit einer Character Design Challenge. Kurz zu mir, ich bin Linus, ich will Animator und Mangaka werden, also verfolgt mich gerne auf meiner Reise, liked dieses Video, abonniert und schaut auch gerne bei Twitch vorbei, da streame ich auch regelmäßig. Und schaut auch gerne auch bei Discord vorbei. Da haben wir echt viele coole Artists und eine coole Community. Also falls ihr euch mit anderen coolen Artists austauschen wollt, schaut da vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, jetzt geht's los mit Character Design. Ich muss sagen, ich hatte früher immer den Anspruch, dass meine Character Designs sehr unique sein müssen oder sehr einzigartig und auf keinen Fall mit irgendeinem anderen Charakter verglichen werden können. Weil ich dachte immer, dann will man mir sagen, okay, ja, ist halt eine Nachmache davon. Und früher war das zum Beispiel bei One Piece so, bei One Piece Charaktern. Ja, das hat mich relativ unglücklich gemacht, weil ich hatte so eine Vorstellung von einem Charakter oder hatte eine Idee. Wenn ich ehrlich bin, es hat nicht geklappt. Also unabhängig jetzt vom Zeichenskill lag es auch ein bisschen daran, dass es einfach, egal ob jetzt Outfits oder die Shapes generell von einem Charakter, es sah einfach nicht einzigartig aus. Und ich habe das nie wirklich geschafft, dann sowas krass Einzigartiges zu machen. Ich finde sowieso, Thema Einzigartigkeit ist sowieso eine Frage, weil eigentlich ist ja die eigene Kreativität nur eine Kombination aus den Sachen, die man schon gesehen hat. Ich bin auf jeden Fall auf keine guten Ideen gekommen. Ding ist aber, ich bin aber auf eine Challenge gestoßen, und zwar eine Character Design Challenge. Also diese Challenge hat mir echt krass geholfen, als ich die das erste Mal gemacht habe. Das Design war echt um einiges besonderer als die Designs, die ich davor gemacht habe. Vor allem von der Silhouette, wenn man den Charakter von der Silhouette gesehen hat, man hat gecheckt, okay, das ist der Charakter. Und das ist schon mal sehr gut oder eine sehr gute Voraussetzung. Natürlich sah das Design jetzt nicht krass aus. Es liegt unter anderem auch an meinem Skill und dass ich kein wirkliches Wissen über Design hatte. Eigentlich ist es trotzdem so, dass es was Einzigartiges geworden ist. Also zumindest in der Hinsicht wurde das Ziel erreicht. Also ich würde sagen, ich erkläre euch mal, wie das Ganze funktioniert. Als erstes nehmen wir uns 3 Objekte. Ich habe im Stream jetzt so einen Kegel, so einen Zaubertrank und so eine Kettensäge, aber so eine Special-Kettensäge bekommen. Und daraus probieren wir jetzt einen Charakter zu machen. Wir nehmen uns diese random Objekte, gebt einfach bei Pinterest oder Google random Objects ein oder so oder schaut euch im Raum um, nehmt irgendwas. Je komplizierter das Shape von diesem Objekt, desto einzigartiger werden wahrscheinlich auch die Shapes für euer Design, aber desto komplizierter wird es auch später, da einen Körper draus zu machen. Wenn ihr diese 3 Objekte genommen habt, zeichnet ihr die erstmal ab. So habe ich das gemacht. Erstmal die Objekte abzeichnen, gerne auch dreidimensional, um das Objekt zu verstehen, und dann flach in 2D einfach nur die simpelsten Formen runterbrechen. Und das machen wir jetzt mit jedem der 3 Gegenstände. Und da haben wir jetzt einfach diese Formen und die probieren wir jetzt zu verändern. Heißt, wir stretchen die, wir twisten die, wir squashen die, was auch immer euch einfällt. Transformiert diese Objekte in irgendeiner Form, dreht die, macht was ihr wollt damit. Auf jeden Fall verändert diese Objekte und kombiniert sie zusammen. Heißt, ihr nehmt zum Beispiel vom einen Shape, das ihr gefunden habt, sagt ihr, okay, das ist jetzt mein Shape für den Oberkörper. Und das andere Shape, was ihr gefunden habt, ist jetzt mein Shape für die Arme und das wieder andere für die Beine. Und dann baut ihr das wie so ein Puzzle zusammen, diese Kombination aus Shapes. Das könnt ihr natürlich noch kleinschrittiger machen, indem ihr sagt, okay, ich nehme jetzt noch mehr Objekte und dann füge ich das noch mehr zusammen und nutze noch ein extra für den Kopf, eins noch extra für die Hände, eins auch extra für die Füße, was auch immer. Das könnt ihr so kleinschrittig machen, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall puzzelt ihr das sozusagen zusammen, setzt diese Bausteine zusammen. Schaut, wie sieht es aus, wenn ihr jetzt noch mal dann die einzelnen Objekte transformiert oder sie unterschiedlich zusammensetzt. Oder wie sieht zum Beispiel das eine veränderte Shape mit dem anderen veränderten Shape aus. Also probiert da auf jeden Fall ganz viele Kombinationen durch. Ihr werdet sehen, ihr werdet auf sehr viel Einzigartiges kommen. Und dann habt ihr im Idealfall eins, was euch richtig gut gefällt. Oder ihr habt halt euch nach und nach, so war es bei mir, ich habe nach und nach schon angefangen mit dem Zusammenpuzzeln und dann bei diesem Zusammensetzen der Formen die einzelnen Formen nochmal ein bisschen verändert. Und dann habe ich aus jedem zusammengebauten, was mir gefallen hat, das nochmal kombiniert. Dann haben wir jetzt Shapes zusammengesetzt und im besten Fall jetzt eine wirklich interessante Silhouette. Und jetzt natürlich die Frage, jetzt haben wir diese Shapes, wie kommt man jetzt bis zu einem fertigen Design? Das hängt ziemlich vom Zweck für das Design ab. Wenn ihr jetzt kein Setting vorgegeben habt und keine Welt, in der das spielen soll und jetzt einfach nur entweder ein random Character ist oder ein Charakter, von dem ihr die Story noch nicht wisst oder das Setting noch nicht wisst, dann juckt es eigentlich nicht. Dann könnt ihr einfach auf Pinterest euch Referenzen für Kleidung ansehen und diese Kleidung dann drüber werfen über diese Shapes und schauen, wie könnten diese Shapes zusammenkommen. Heißt zum Beispiel bei meinem Charakter, den ich jetzt genommen habe, habe ich am Kragen, also hier so am Hals, so ein riesiges Shape gehabt. Heißt dann nicht, okay, ich muss den Körper so deformieren, dass da
der Hals so fett ist, sondern ich habe gesagt, okay, dann ist es halt seine riesige Kapuze so. Und so könnt ihr das auch machen. Findet vielleicht Kleidung und passt die diesen Shapes an, sodass ihr diese Silhouette rausbekommt. Wenn ihr jetzt ein Setting habt, dann könnt ihr natürlich noch spezifischer nachschauen. Habt ihr den Vorteil, okay, ich will jetzt was im Mittelalter machen und der Charakter soll ein Ritter sein, dann schaut ihr halt nach Rüstungen und werft die dementsprechend drüber und passt die, wie ich gesagt habe, an diese Shapes an. Es ist auch wichtig zu sagen, dass die Shapes, die ich am Anfang erwähnt habe, nicht unbedingt ein sinnvolles oder gutes Design ergeben. Es gibt schon immer noch Prinzipien und Regeln, sage ich mal. Und es gibt noch die BMS-Technik, Big, Medium, Small. Das ist eine Designtechnik, über die reden Yoko die Habo in dem Video. Schaut da auf jeden Fall vorbei, die erklären das da direkt am Anfang. Es gibt auf jeden Fall noch viel mehr bei Design zu beachten. Heißt jetzt, bloß weil ihr irgendwie Shapes gefunden habt, die einzigartig aussehen, ist es nicht unbedingt auch ein gutes Design direkt. Also setzt euch jetzt nicht hin und schaltet euer Hirn ab und denkt nicht mehr nach, sondern behaltet diese Prinzipien oder euer Wissen über Design bei und wendet es darauf an, auf diese Shapes. Ich könnte jetzt auch einfach auf Design eingehen und was es da alles für so Regeln, sage ich mal, gibt oder was man da drüber alles wissen kann. Oder ich könnte eine Study machen oder so. Kann ich auch gerne mal ein Video zu machen, dass ich euch so mitnehme, während ich study und wie ich beobachte zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Design studien würde. Aber was ich nämlich so wichtig finde, ist, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt für ein Design. Und mir hat es eben sehr geholfen, eine einzigartige Idee zu bekommen und überhaupt mal auf was Interessantes zu kommen. Und weil allein schon dieser Schritt, einzigartige, coole Shapes zu finden, ist schon nicht leicht. Und deswegen finde ich das eben so hilfreich, diese Challenge zu machen. Macht auf jeden Fall gerne mit. Nehmt gerne dieselben Objekte oder nehmt andere und markiert mich auf Instagram oder schickt es in den Discord rein, dann schaue ich mir das an. Ich kann gerne auch ein Video machen, in dem ich mir eure Designs anschaue. Parallel seht ihr jetzt wahrscheinlich das Design, was ich mache. Das habe ich im Stream gemacht. Wie ihr merkt, ich bin zum Beispiel sehr weit von den ursprünglichen Objekten weggekommen. Und das ist auch gut so. Ihr sollt euch nicht limitieren dadurch oder krass jetzt daran festhalten, okay, es muss so sein. Das ist nur als Starthilfe gedacht, als Inspiration, auf der ihr aufbauen könnt. Also wie gesagt, macht gern mit und ich hoffe, das Video hat euch geholfen und dass euch diese Challenge genauso hilft wie mir. Wie gesagt, supportet dieses Video, schaut auf Discord vorbei. Da könnt ihr auch Feedback auf eure Designs bekommen, sowohl von mir als auch von vielen anderen coolen Artists. Also schaut da vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.